Mein Name ist Oliver Lohse. Ich bin Heilpraktiker. Ich mache chinesische Medizin seit 20 Jahren jetzt ungefähr. Bilde mich regelmäßig weiter, mache jetzt seit mittlerweile jetzt 2 Jahren Osteopathie und bringe das in mein Arbeiten mit rein. Was so ein bisschen den Kern meines Arbeitens ausmacht, dass ich immer versuche, ein Feld, was ich schon kennengelernt habe, auf eine neue Art und Weise wieder neu zu verstehen, aus einer neuen Perspektive zu verstehen und dadurch das Thema des Therapierens immer weiterzuentwickeln und mich persönlich dabei immer weiterzuentwickeln. Was mich an der TCM fasziniert oder eher begeistert ist, ich kann ganzheitlich denken. Es ist hochphilosophisch, aber gleichzeitig sehr bodenständig. Und das entspricht einfach meiner Person. Also ich bin sehr pragmatisch und trotzdem versuche ich auch gleichzeitig so fein wie möglich zu sein. Und das kann ich hier zusammenbringen. Also erstmal TCM hat 3 Standbeine. Das ist die Akupunktur, die die meisten Leute kennen. Die Tui Na, das heißt so viel wie Schieben und Greifen, ist die manuelle Therapie der TCM und Kräuterheilkunde. Und die ist eigentlich das Allerwichtigste dabei. Und die decken alle 3 ganz unterschiedliche Sachen ab. Während Kräuterheilkunde innere Probleme behandelt, ist Akupunktur und Tui Na am Bewegungsapparat sehr stark. Also sprich Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und solche Sachen. Während Kräuterheilkunde etwas ist, was zum Beispiel Menstruationsprobleme gut behandeln kann oder metabolische Sachen, also wo es um Verdauung geht oder wo es um Immunprobleme geht, also wo etwas eingestellt werden muss. Dann natürlich kommen Leute zum TCM-Therapeuten, auch zum Osteopathen, wo ich mich ja in die Richtung jetzt hin entwickle, die einfach chronische Probleme haben oder Probleme haben, wo Biomedizin so heutzutage einfach nicht weiterkommt mit ihren Konzepten. Und die beiden Felder, Osteopathie und TCM, ergänzen sich sehr gut, weil TCM ist uralt, aber beruht teilweise auf einem mittelalterlichen Verständnis vom Körper. Also anatomisch ist TCM jetzt nicht allzu tiefreichend. Und Osteopathie ist genau das Gegenteil. Die ist auch total ganzheitlich, aber die kennt den Körper bis ins kleinste, feinste Stück. Und Osteopathie wird oftmals so beschrieben als die Chirurgie ohne Messer. Und das passt eben super zusammen. Grundsätzlich ist jeder Mensch geeignet und Krankheitsbilder, da gibt es eben Stärken und Schwächen. Und ich würde sagen, erstmal gibt es eine Gesetzeslage in Deutschland. Also alle Infektionskrankheiten gehören in die Hände des Arztes. Und dann gibt es einfach lebensbedrohliche Krankheiten, die ich gut mitbehandeln kann oder die ich auch gut behandeln kann, aber nicht ohne Begleitung tun würde. Also chronische Erkrankungen, Krebserkrankungen kann ich gut helfend tätig sein. Aber ich würde niemandem sagen, hier lass die Chemo bleiben und komm stattdessen zu mir, sondern wir arbeiten zusammen. Also wie der therapeutische Prozess oder der Heilungsweg verläuft, ist total davon abhängig, was man hat und was dann dafür getan werden kann. Wenn jemand kommt mit Muskelschmerzen, Knieschmerzen, kann man denen mit einer Sitzung oft helfen. Wenn jemand chronische Sachen hat, dann ist sowas meistens langwieriger. Man muss sich darauf einstellen, dass solche Prozesse lange dauern. Manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal Monate. Manchmal muss man ein ganzes Leben lang sich um irgendeine Kondition kümmern, die halt existiert. Und ja, dann besteht meine Kunst darin, die Sachen nicht schlimmer werden zu lassen, als sie schon sind. Das ist zwar nicht das schönste Prospekt, aber wenn man die Alternative betrachtet, dann bin ich trotzdem stolz darauf, das Bestmögliche zu tun, was ich kann.